Kommst du da rum? Ja. Geht. Und absetzen. Absetzen. Oh Gott. Das war die letzte. Hoch damit. Hoch damit. Sollen wir sie gleich einhängen? Würde ich sagen. Brauchen wir nicht noch die Unterlegscheiben? Ja, die sind drin. Auf dem Tisch, ich gehe gleich. Krass, guck mal. Wir haben uns die Schlüssel echt hier in diese... Sorry, nicht so wichtig. Was ist mit den Schlüsseln? Die haben uns echt die Schlüssel einfach in diese große Tüte reingepackt. Unbeschriftet. Was? Alle 42? 84, jede Tür hat 2. Ich sag nur Sonderangebot. Super. Ach, Olli. Wo hast du gesagt, sind die Unterlegscheiben? Ich komm. Andi, halt mal kurz. Keine Hektik, Jungs. Ich weiß. Anni, ich habe die Getränkebestellung fertig. Willst du mal drüber gucken? Danke, da vertraue ich dir vollkommen. Gut, dann nehme ich jetzt die Tageskasse und geh shoppen. Was? Vergiss es. Hast du nicht gut geschlafen? Doch, ich habe sogar sehr gut geschlafen. So gut wie lange schon nicht mehr, nur zu kurz. Hast du etwa was Neues am Laufen? Ich glaube, da will jemand was bestellen. Oder was Altes? Christian? Wir haben nur zusammen Nachtwache gehalten. Nachtwache. Muss ich das verstehen oder ist das irgend so ein Insider bei euch? Andis neue Türen wurden nicht geliefert und die alten hat mir schon im Hof geschrottet. Und ihr habt die ganze Nacht im Durchzug gehockt. Schlechtes Feng Shui. Da muss doch irgendwas gelaufen sein, so wie du dich darüber freust. Nein, da ist gar nichts gelaufen. Es war nur das erste Mal seit langem wieder richtig schön mit ihm. Glaubst du, ihr habt doch noch eine Chance? Woher soll ich das wissen? Auf jeden Fall, wenn da noch irgendwas ist, zum Beispiel Gefühle oder so, dann lohnt es sich dafür zu kämpfen. Das hat ja auch keiner bestritten. Gut, dann halte ich auch ran. Woran? Ach, komm schon. Ich habe doch vorhin mitbekommen, was da bei euch auf dem Flur abgegangen ist. Wenn ich nicht dazwischen gekommen wäre, dann hätte es doch da Knutschi-Knutschi gegeben. Leugnen ist übrigens zwecklos. Du sprichst mit einem Experten. Experte für was? Knutschi-Knutschi unter Männern? Was? Nein, für romantische Situationen. Und das war eben eine. Ja, okay, vielleicht hat diese Nacht da wieder irgendwas hochgeholt. Aber wer sagt denn, dass das keine Duschgel-Situation war? Duschgel-Situation? Hier, Ollis Trennungsratgeber. Hier, er hat die Seite sogar markiert. Wer sagt mir, dass die nicht vorhandenen Türen nicht ein Vorwand sind, um mich wieder rumzukriegen? Hä? Hier steht's. Jemand sucht durch das Vorbeibringen eines Duschgels, das versehentlich mitgenommen wurde, Nähe zum distanzsuchenden Partner. Das bin ich. Hä? Duschgel-Situationen enden oft mit Sex, münden aber letztlich nicht ins Fortbestehen der Beziehung. Vergiss die Beziehung. Sex kannst du auch ohne haben. Der ist aber meistens viel besser. Ja, geht klar. Also, bis später, Hagen. Und? Was hat er gesagt? Die Wertschätzung des Trainers steigt mit dem Erfolg seiner Pferde. Wenigstens ist er ehrlich. Und er ist nicht zufrieden mit unserem Trainingsstand. Was macht Frau Hinkefuß denn hier? Die mit ihren orthopädischen Stiefeln in den Hintern treten, wenn du sie noch mal so nennst. Was haltet ihr davon? Ich stoppe euch heute beide, okay? Und strengt euch an. Es ist nämlich noch nicht klar, wer das Derby reitet. Na, die schnellere, würde ich sagen. Und wer das ist ja wohl echt kein Geheimnis. Naja, deine Leistung ist auch nicht so berauschend.
Das liegt an diesem minderwertigen Gaul? Das einzig Minderwertige hier ist deine Fähigkeit, dich auf ihn einzustellen. Entspannt euch. Die letztendliche Entscheidung, wer reitet, fällt eh Hagen. Ja. Und der weiß, dass sein Gestüt von einem Sieg abhängt. Deswegen wird er diese Entscheidung mit seinem Kopf treffen. Und dann sieht's ziemlich schlecht aus für dich. Pech gehabt, Bambi. Was für eine nette Kollegin. Geh mal doch gerne zur Arbeit. Sei einfach schneller als sie. Dann nimmst du Hagen die Entscheidung ab. Wow. Ist das Danas neuer Rekord? Jeder hat mal einen schlechten Tag. Und es gibt Leute, da ist das der Dauerzustand. Glaubst du eigentlich, irgendein ernstzunehmender Jockey will sich von dir trainieren lassen, wenn du ihm diese Zeiten zeigst? Wirklich beeindruckend. Du verschmilzt ja geradezu auf Dionysos, wenn du auf ihm sitzt. Der wird genauso lahm wie du. Wenigstens versucht er, mich nicht die ganze Zeit abzuwerfen. Das kann er auch gar nicht, wenn du wie ein Sack Zement auf ihm sitzt. Mädels, es reicht. Wir sind immer noch ein Team und entweder wir gewinnen das Derby zusammen oder wir lassen es. Oder wir lassen einfach Dana an den Start und schon ist der Drops gelutscht. Kann sie nicht einfach in den Erdspalt rutschen? Das ist nicht für dich gedacht. So mies. Ich muss wissen, wie Theresa abgeschnitten hat. Verdammt. Ich werde wahrscheinlich nie wieder so schnell wie vor dem Unfall. Das ist Kopfsache. Es sind ja noch ein paar Tage bis Nennungsschluss. Hagen wird mich so nie reiten lassen. Und ich bin raus. Dana, du darfst jetzt nicht aufgeben. Sehen wir der Wahrheit doch einfach mal ins Auge. Theresa ist zwar eine miese kleine... Nette Kollegin. Ich hatte wahrscheinlich nie eine Chance gegen sie. Doch, die hast du. Aber weißt du, was dein Problem ist? Du glaubst nicht an dich. Selbst wenn. Ist doch jetzt auch egal. Ich habe mir mit diesem Sturz meine Karriere gründlich versaut. Christian Mann? Jo, hier. Danke. Jo. Bis zum nächsten Mal. Hiermit senden wir Ihnen Ihren Sattel zurück. Als Ursache für den Sturz Ihrer Reiterin schließen wir einen Materialfehler zweifelsfrei aus. An der Bruchstelle finden sich eindeutige Beweise für eine gezielte Manipulation. Dieses Miststück. Danas Sattel wurde sabotiert. Ihr Sattelgurt war angeschnitten. Ja und? Ich kenne nur einen Menschen, der sowas machen würde und vor allem, dem es was nützt. Und? Wem? Hast du Beweise? Ich habe dich kurz vor dem Unfall am Sattel gesehen. Ich hab ihn geputzt. Wie weit willst du eigentlich noch gehen, hä? Ist dir eigentlich klar, dass du Dana fast das Genick gebrochen hättest? Aber sie hat nur einen Bändereinriss, also reg dich ab. Du gibst es also zu. Ich habe ihr von Anfang an gesagt, sie soll sich nicht mit mir anlegen. Wenn Hagen das erfährt, verlierst du deinen Job, das schwöre ich dir. Hagen braucht mich. Und du übrigens auch. Sonst kann er den Sieg vergessen und der Rennstall ist Geschichte. Und deine Karriere als Trainer sowieso. Hey, alles klar bei euch? Sicher. Oder, Christian? Alles bestens. Vorerst. Diese Scheiße. Schon Feierabend? Nein, ich habe Pause. Aber wie es aussieht, verbringe ich die auf dem Flur. Oh, die Tüte mit den 9 Schlüsseln ist noch auf dem Tisch. Moment. Musst du nicht zu Helenas Verhandlung? Ja, gleich, als Zeuge. Danke. Was ist los? Ich will dich nicht auch noch damit reinziehen. Wenn ich irgendwas für dich tun kann. Wir sind immer noch verheiratet. Es geht um Danas Unfall. Das war kein Unfall. Ich hab's gerade rausgefunden. Theresa hat diesen Sattelgurt angeschnitten. Was? Christian, das musst du anzeigen. Weiß Hagen das? Was ist dein Problem? Läuft da immer noch was mit euch? Olli, das war nie was Ernstes, okay? Es geht um den Rennstall. Wir müssen dieses Derby gewinnen, sonst können wir den Laden dicht machen. Aber ohne Jockey? Was denn mit Dana?
Die hat zwar Talent, aber keine Erfahrung. Die Sache mit Hagen und der Unfall, der hat sie total zurückgeworfen. Die ist wie blockiert. Okay. Wenn du Hagen sagst, dann feiert er Theresa. Und ohne Theresa verliert ihr das Derby. Du verlierst deinen Job, Dana verliert den Job, Hagen das Gestüt. Tja. Glaub mir, ich wäre der Erste, der Theresa vom Gestüt treten würde, aber ich kann nicht. Vorschlag. Du hältst erstmal die Klappe. Und dann? Ja, dann versuchst du Dana fit zu kriegen. Und was ist, wenn sie es nicht packt? Dann reitet Theresa und gewinnt hoffentlich. Ich lasse sie nachher auffliegen. Aber falls es Dana doch schafft, Dann lasse ich sie vorher auffliegen. und dann ist Philipp auf die Straße gelaufen. Ich habe ihn nochmal gerufen. Hat er dabei auf den Verkehr geachtet? Nein, das hat er nicht. Er ist einfach auf die Straße gelaufen. Aber er hat mich wohl erkannt, weil er ist stehen geblieben und hat sich umgedreht und dann war plötzlich der Wagen da. Und hat ihn voll erwischt. Philipp lag einfach nur da. In seinem Blut. Hat sich nicht gerührt. Ich stand völlig neben mir, aber ich weiß noch, dass der Wagen eine Weile nur da stand. Ausgestiegen ist niemand. Und dann ist er mit quietschenden Reifen davongefahren. Geht das vielleicht ein bisschen schneller? Sorry, ich dachte, wir sind für heute schon durch. Wir haben gerade erst angefangen. Ist irgendwas? Dana, du willst das Derby reiten und ich will, dass du das Derby reitest. Aber im Moment bist du nur die Zweitschnellste. Also trainieren wir. Mein Sprunggelenk. Ist nicht das Problem. Dafür hat Hagen dir super teure Spezialstiefel machen lassen. Dein Problem, Dana, ist hier oben. Du glaubst nicht mehr an dich. Moment mal. Sie fängt im Kopf an. Und deshalb verschwende ich hier eigentlich meine Zeit. Hallo? Was war das denn jetzt? Dana, geh nach Hause. Leg deine Beine hoch. Ich glaub an mich. Tust du das? Ja. Ja? Dann rauf auf das Pferd und zeig mir endlich, was du drauf hast. Los! Wir halten das